Herzlich willkommen im Studio der Dirty Birds Show, Ihr Kanal über revolutionäre Entwicklungen am elektromotorisierten Zweiradmarkt. Ich bin Georg Heilig, schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Heute erwartet Sie ein ausführliches Interview mit Schorsch über das Mini-Cross-Bike MRMI Dirt mit 1600 Watt Nominalleistung, und so sieht das Bike aus. Schorsch und sein Sohn haben das Dirtbike für Kinder unlängst bei einem Händler in der Slowakei erworben. Hören wir uns gemeinsam an, ob dieses Bike auch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Monitoren, interessant sein könnte. Begrüßen wir gemeinsam Schorsch bei uns im Studio. Danke, schönen guten Tag und danke für die Einladung. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben ins Studio, Herr Schorsch. Ich möchte gleich mit einer Frage beginnen, die bestimmt auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer brennend interessiert. Warum ist es ein Minibike mit Elektromotor geworden? Das ist ganz einfach. Zum einen ist es leise und stört nicht unnötig die Gemüter unserer Nachbarn. Es stinkt nicht, weil es einen emissionsfreien Antrieb hat. Aber am meisten hat mich überzeugt, dass es so gut wie wartungsfrei ist, wartungsarm ist. Im Grunde bestehen die Antriebskomponenten ja lediglich aus einem wartungsfreien Elektromotor, einem Kontrollkästchen und einem Akku. Alles andere ist im Prinzip vergleichbar mit einem modernen Fahrrad. Okay, das heißt, dass keine besonderen technischen Fertigkeiten vonnöten sind, um dieses Minibike zu reparieren oder zu betreiben. Das reduziert auf jeden Fall die Hemmschwelle enorm gegenüber einem benzinbetriebenen Dirtbike. Danke für diese Erkenntnis. Meine zweite Frage betrifft den Vertriebshändler, den Sie gewählt haben. Wie sind Sie auf den slowakischen Händler gekommen? Ja, danke, das ist auch schnell erklärt. Ich habe mich etwas im Netz umgesehen und einen österreichischen Händler aufgesucht, der genau das gleiche Motorrad verkauft, also die MRMI dort unter einem anderen Namen. Und dieser Händler hat uns zugesichert, dass dieses Fabrikat eines der stabilsten und besten Einsteigerbikes für Kinder in den Motocross-Sport ist, beziehungsweise Endurosport. Ich habe dann noch ein bisschen im Netz recherchiert, weitere Berichte mir auf YouTube angesehen und so weiter und festgestellt, dass dasselbe Bike eben unter mehreren Markennamen verkauft wird. In England heißt sie E-Box, in Österreich, wie erwähnt, wird dieses Modell ebenfalls verkauft als die S-Moto, und in der Slowakei oder auch in Deutschland finden wir dann die MRMI Dirt. Ja, aber alle sind baugleich, wie gesagt. Also das ist ein Online-Händler. Danke für den Einblick. Öffnen wir doch kurz die Website und schauen wir mal selbst hinein, damit unser Publikum sich auch ein Bild machen kann. Bitte schön. Ja, das sieht nach einer aufgeräumten Seite aus. Mit dem Google-Übersetzer stellt sich auch die Sprache nicht mal als Problem heraus. Wunderbar. Herr Schorsch, Sie haben mit Ihrem Sohn das Bike ja nach der Lieferung auch gleich ausgepackt. Da wollen wir jetzt auch kurz reinschauen. Leistung aus, ein Dirtbike für Kinder aus dem Hause der Lingenious Technology Limited aus der Stadt Yongkang. Kommen wir jetzt zum ersten Zwischenfazit. Wie viele Schiffchen verleihen Sie dem Händler Rocket Motors für den gesamten Kauf- und Lieferprozess, Herr Schorsch? 5 Schiffchen sind sehr gut und kein Schiffchen wäre eine enorme Niederlage für den Verkäufer. Gut, ja, in dem Fall hätte ich gesagt, ich gebe dem Händler 4 Schiffchen, weil es doch ein bisschen gedauert hat mit dem Nachrüsten. Es ist sozusagen nicht gleich auf Anhieb gegangen, aber ich würde auf jeden Fall den Händler ruhigen Gewissens weiterempfehlen, beziehungsweise ich kann den Händler ruhigen Gewissens weiterempfehlen. Jetzt schauen wir uns aber an, wie der Junior sich auf dem Minibike so macht und wie er damit zurechtgekommen ist. Film ab!
Ja, das Bike lässt sich ausgezeichnet auf das Fahrkönnen einstellen. Das ist wunderbar. Mit den beiden Drehknöpfen kann man die Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h auf ungefähr 6 bis 7 km/h runterdrehen und die Leistung lässt sich drosseln. Aber für meine Zwecke oder unsere Zwecke völlig ausreichend. Ja, mein Kleiner ist jetzt überglücklich und hat sichtlich Spaß gehabt und wird weiterhin Spaß haben. Davon bin ich überzeugt. Mit der E-Guard, das ist ein wunderbares Motorrad. Das sieht wirklich sehr sportlich aus, wenn Ihr Sohn damit unterwegs ist. Wie lange hält denn so eine Akkuladung im Schnitt? Mein Sohn war am ersten Tag ungefähr 2 Stunden reine Fahrzeit unterwegs, wobei am Abend immer noch 25% Akkuladung zur Verfügung standen. 2 Stunden, ja, das ist ein ganz guter Wert, hätte ich gemeint. Und wie steht es mit Wechselakkus bzw. mit der Ladezeit eines Akkus? Der Hersteller gibt im Handbuch 6 bis 7 Stunden Ladezeit an und bis zu 30 Kilometer Reichweite, was ein sehr zufriedenstellender Range ist, denn man kann da kleinere Ausflüge mit den Kindern auch ins weiter entfernte Gelände machen. Vielen Dank. Bei Elektrofahrzeugen aus China sind Werkstätten und Ersatzteilverfügbarkeit bzw. auch der Ersatzakku ein großes Thema. Haben Sie dazu auch schon recherchiert, Herr Schorsch? Ja klar, Ersatzteile stehen zur Verfügung, sowohl in Kontinentaleuropa als auch in England. Ich werde aber, falls einmal was defekt sein sollte, zuerst einmal bei meinem Händler in der Slowakei nachfragen. Und wenn es um die Frage der Werkstättendichte geht, ja, wie erwähnt, es handelt sich um die Technik, die in jedem Fahrrad verbaut ist. Also muss davon ausgegangen werden, dass jede Fahrrad- oder Motorradwerkstatt über ausreichend Wissen verfügt, um dieses Dirtbike warten oder reparieren zu können. Das klingt beruhigend. Wie viele Smileys geben Sie schließlich dem Motorrad für Fahrvergnügen, für zweitens Sicherheit und drittens Handling? Sie haben wieder 5 Smileys zur Auswahl. Das Bike bekommt von mir 4 Smileys. Ich muss aber einen Smiley abziehen, weil der Motor beim Anfahren aus dem Stand nicht super ideal zu dosieren ist mit dem Gasgriff. Das hoppelt gerne ein bisschen weg, da muss man sich dran gewöhnen. Aber mein Sohn hat es nach 4, 5 Anfahrten schon ganz gut heraus gehabt. Kommen wir doch zum Schluss noch auf den Zusammenbau und die technischen Details zu sprechen. Dazu haben wir wieder ein Video für Sie vorbereitet. Film ab! Der Frontspoiler mit 3 Schrauben wird er fixiert. Er hält. Dann fehlt noch die Maske, die ist schnell montiert. Und dann geht es ans Eingemachte. Wir schauen uns das Vorderrad an. Es gibt 2 Distanzhülsen. Die breitere kommt auf die Seite der Bremsscheibe und die schmälere auf die Seite gegenüber. Der Zusammenbau ist, wie gesagt, denke ich einfach, weil im Großen und Ganzen alles ab Werk schon vormontiert war. Was vielleicht da noch zu erwähnen ist, es gibt beim Rahmen 2 Positionslöcher, an denen das hintere Federbein montiert werden kann, und dieser Unterschied der Löcher, mit diesem Unterschied kann man auch die Sattelhöhe etwas verändern. Ja, ich habe zum Beispiel auch die Vorspannung beim Federbein zurückgenommen, das sieht man auch in dem Video, das ich mitgebracht habe. Damit kann man die Federung weicher machen. Mein Sohn wiegt relativ wenig im Vergleich zu einem Erwachsenen. Wir nehmen ein bisschen Vorspannung weg aus dem Vorderbein, weil der Stanislav doch sehr leicht ist. Das ging recht gut, ohne Spezialwerkzeug. 2 Montageschrauben haben wir oben, also Löcher haben wir oben, um auch noch ein bisschen die Höhe zu verändern des Mopeds. Aha, also wächst das Bike mit? Ja, so könnte man es sagen, ja. Nun gut, wie lautet jetzt Ihr Zwischenfazit für den Zusammenbau? Diesmal können Sie 5 Schraubenschlüssel vergeben. Je mehr Schlüssel, umso technisch versierter sollte man für den Zusammenbau sein. Na dann würde ich sagen 1,5 Schlüssel, 1 bis 1,5 Schlüssel. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Danke für Ihre Mitwirkung und noch ein großer Applaus an Schorsch. Danke fürs Vorbeischauen im Studio. Auf Wiedersehen.
Abonnieren Sie doch unsere Sendung und schauen Sie nächstes Mal wieder rein in Ihren Kanal über revolutionäre Entwicklungen am elektromotorisierten Zweiradmarkt. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal.